Hallo und willkommen bei einem neuen Yoga-Video. Ich bin Rahel und heute möchte ich dir verschiedene Standhaltungen zeigen. Bei manchen der Asanas, also den verschiedenen Körperhaltungen, entstehen Dreiecke, wenn man die Beine betrachtet im Zusammenhang mit dem Boden. Diese Dreiecke haben verschiedene Winkel. Am Anfang meiner Yoga-Praxis dachte ich, es ist total wichtig, dass der Körper genau in dieser Position ist, wie das der Lehrer oder die Lehrerin vorne vorzeigt. Heute habe ich aber die Erkenntnis, dass es viel wichtiger ist, mich auf die innere Haltung zu konzentrieren versus der äußeren Form. Ich lade dich also ein, dazu in dich reinzuspüren bei der Yoga-Praxis, die wir gleich machen werden, und zu schauen, was fühlt sich für dich gut an, was tut dich leicht herausfordern, aber nicht überfordern, und versuche immer wieder im Kontakt mit deinem Atem zu kommen, da zu bleiben, den Atem fließen zu lassen und die Yoga-Praxis zu genießen. So, und jetzt ab auf die Yogamatte. In der Mitte deiner Yogamatte finde einen aufrechten Stand, stelle die Füße hüftbreit auf und schließe die Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und komme ganz im Hier und Jetzt an. Öffne die Augen. Mit der nächsten Einatmung heb die Arme über den Kopf, streck dich lang. Und mit der Ausatmung beug dich nach vorne, greif mit den Händen die gegenüberliegenden Ellenbogen und lass den Kopf schwer werden. Atme ein, setz die Hände vor dir auf, verlage das Gewicht auf die Hände und dann atme aus, steig nach hinten in den Vierfüßler, mach einen runden Rücken. Atme ein, komm in die glückliche Katze, mach ein gesundes Hohlkreuz, der Blick hebt sich und dann atme aus, komm in den herabschauenden Hund. Und hier schieb dein Gesäß nach hinten oben weg von deinen Händen. Atme ein, auf den Zehenspitzen lauf nach vorne mit kleinen Schritten und atme aus, verlage das Gewicht von den Händen auf die Füße, eine Vorwärtsbeuge. Atme ein, streck dich lang zum Himmel und atme aus, komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Atme ein, finde einen aufrechten Stand, die Füße etwas weiter als hüftbreit. Und dann atme aus, beug dich nach vorne. Mit den Händen kannst du entweder die Unterschenkel greifen oder deine großen Zehen. Atme ein, streck den Rücken lang, der Blick hebt sich leicht. Und aus, gib die Ellenbogen zur Seite und deinen Kopf Richtung Knie oder Unterschenkel. Lass den Rücken hier ganz lang werden. Die Beinrückseiten sich dehnen und entspanne in diese Haltung hinein. Wir bleiben hier für ein paar Atemzüge. Atme tief ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Dann atme ein, lass die Hände, wo sie sind, streck die Arme, heb den Kopf, der Rücken ist lang und atme aus, bleibe hier. Mit der nächsten Einatmung heb dein Oberkörper nach oben und komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Vinyasa. Atme ein, streck dich lang nach oben und aus, Vorwärtsbeuge, der Kopf ist ganz schwer. Ein, verlage das Gewicht auf beide Hände gleichmäßig, heb die Fersen und atme aus, komm in einen Vierfüßlerstand, mach einen ganz runden Rücken, so rund wie du nur kannst. Dann atme ein, komm in die glückliche Katze, der Blick hebt sich und atme aus, komm auch hier wieder in den herabschauenden Hund. Atme ein, komm mit kleinen Schritten nach vorne, aus, das Gewicht verlagerst du auf die Füße
Und ein, streck dich wieder lang nach oben, Schultern lang, Blick nach oben. Und aus, komm zurück in die Ausgangsposition. Trikonasana, das Dreieck. Bring den linken Fuß zur vorderen Mattenkante und der rechte Fuß, der zeigt zur hinteren Mattenkante. Die Fersen sind in einer Linie. Öffne die Arme seitlich und dann bring den rechten Arm zum rechten Schienbein. Der linke Arm zeigt nach oben. Du kannst die rechte Handfläche öffnen. Der Blick geht zur linken Hand. Spüre hier die Öffnung in deiner Schulter, in der Hüfte. Nach ein paar Atemzügen komm nach oben. Dreh die Fußposition zur anderen Seite und dann atme aus und bring die linke Hand zum linken Schienbein. Der rechte Arm zeigt nach oben, der Blick folgt der rechten Hand. Und auch hier bleibe ein paar Atemzüge. Nach ein paar Atemzügen komm nach oben mit dem Oberkörper, stell die Füße parallel, streck die Arme seitlich aus und dann komm zurück ins Stehen. Vinyasa, atme ein, streck die Arme über den Kopf und ausatmen, komm in die Vorwärtsbeuge. Der Kopf ist ganz schwer. Atme ein, auch hier verlagere das Gewicht wieder auf die Hände. Und atme aus, steig zurück in den Vierfüßlerstand für einen runden Rücken. Atme ein, lass den Beckenboden angespannt, heb den Blick, atme aus, komm in den herabschauenden Hund. Die Knie dürfen hier leicht gebeugt sein. Atme ein, lauf nach vorne mit kleinen Schritten und atme aus. Lass zu, dass sich deine Beinrückseiten dehnen. Atme ein, komm nach oben in die Ausgangsposition. Das gedrehte Dreieck oder auch Segelflieger. Bring den linken Fuß zur vorderen Mattenkante, der rechte Fuß zeigt nach hinten. Setze die Fersen hüftbreit auf, wie wenn du auf 2 Gleisen stehst. Dann beug deinen Oberkörper mit der nächsten Ausatmung nach vorne. Bring deinen Oberkörper möglichst parallel zum Boden, streck die Arme seitlich aus. Bleibe hier für ein paar Atemzüge. Mit der Einatmung komm nach oben, drehe die Fußposition zur anderen Seite. Der rechte Fuß ist leicht eingedreht, der linke Fuß zeigt zur vorderen Mattenkante. Und dann beug den Oberkörper nach vorne, der Oberkörper ist parallel zum Boden, die Arme seitlich, die Daumen leicht nach oben gedreht. Und bleibe hier für ein paar tiefe Atemzüge. Verbinde dich hier mit der Weisheit deines Körpers. Atme ein, komm nach oben. Füße parallel, die Arme seitlich ausgestreckt und ausatmen. Die Ausgangsposition. Vinyasa, atme ein, streck dich lang nach oben, der Blick folgt den Händen. Atme aus, komm in eine Vorwärtsbeuge, du kannst die Knie leicht gebeugt lassen. Atme ein, verlagere das Gewicht auf beide Hände gleichmäßig, heb die Fersen. Du merkst vielleicht, dass da deine Bauchmuskeln aktiv werden. Atme aus, steig nach hinten in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Atme ein. Der Beckenboden ist angespannt, die Schultern lang. Aus. Komm in den herabschauenden Hund. Der Blick geht Richtung Knie. Atme ein, komm mit kleinen Schritten nach vorne. Atme aus, verlagere das Gewicht auf beide Füße gleichmäßig. Der Rücken wird ganz lang. Atme ein, komm nach oben ins Stehen für die Ausgangsposition. Parshva Konasana, der seitliche Winkel.
Bring den linken Fuß wieder zur vorderen Mattenkante, dreh ihn leicht ein. Der rechte Fuß zeigt zur hinteren Mattenkante. Breite die Arme aus, seitlich, beug das rechte Knie. Setz den rechten Ellenbogen auf dein rechtes Knie ab und über vorne bring die linke Hand in eine Verlängerung von deinem linken gestreckten Bein. Nimm hier ein paar bewusste, tiefe Atemzüge. Der nächsten Ausatmung bring den Blick zum rechten Fuß. Komm nach oben, dreh dich zur anderen Seite, beug das linke Knie, den linken Ellenbogen setzt du auf das linke Knie ab, den rechten Arm bringst du in die Verlängerung vom rechten Bein, sodass du eine lange Dehnung erzeugst auf deiner rechten Seite. Atme ein, komm wieder nach oben, Füße parallel, Arme seitlich ausgestreckt und aus in die Ausgangsposition. Vinyasa, atme ein, streck dich lang nach oben. Atme aus, komm nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Atme ein, verlage das Gewicht auf die Hände, heb die Fersen, Bauchmuskeln aktiv. Atme aus, steig nach hinten in den Vierfüßlerstand, mach eine buckelige Katze, einen runden Rücken. Atme ein, der Blick hebt sich, gesundes Hohlkreuz. Und aus, die Knie leicht gebeugt, komm in den herabschauenden Hund, Blick zu den Knien. Atme ein, verlage dein Gewicht auf die Hände, Fersen sind in der Luft und aus, Füße ablegen und verschränk die Arme. Atme ein, komm nach oben und aus, Ausgangsposition. Atme ein, bring den linken Fuß nach vorne, der rechte Fuß zeigt nach hinten, versetze die Fersen, sodass du wie auf 2 Gleisen stehst. Dann setze das linke Knie ab auf den Boden und komm in eine Drehung, indem du deine linke Hand an die Außenseite deines rechten Knies bringst. Die rechte Hand kannst du hinten auf deine Lendenwirbelsäule absetzen. Der Blick geht über die rechte Schulter. Nimm hier ein paar tiefe und bewusste Atemzüge. Atme hier tief ein und aus. Atme ein, dreh dich zurück, Hände zur Hüfte. Schieb dich nach oben, dann versetze die Fersen wieder, Blick zur anderen Seite. Du stehst wie auf 2 Gleisen mit den Fersen und dann setz dein rechtes Knie ab. Komm in eine Drehung. Bring deine rechte Hand zur Außenseite deines linken Knies, deine linke Hand auf deine Lendenwirbelsäule. Die Finger zeigen Richtung Boden, der Blick geht über die linke Schulter. Nimm auch hier tiefe, bewusste Atemzüge. Spüre diese Drehung. Atme ein, komm zurück zur Mitte, Hände zur Hüfte, schieb dich nach oben, Füße parallel. Und aus, komm in die Ausgangsposition. Vinyasa, atme ein, streck dich lang nach oben, Schultern lang, Arme lang. Und aus, Vorwärtsbeuge. Atme ein, streng die Bauchmuskeln an, indem du die Fersen hebst, das Gewicht auf die Hände verlagerst. Und aus, komm in den Vierfüßlerstand, setz die Füße ab, der Rücken wird rund. Atme ein, heb den Blick, mach ein gesundes Hohlkreuz. Und aus, komm in den herabschauenden Hund, die Schultern sind lang. Die Arme lang. Atme ein, steig nach vorne und aus. Eine intensive Vorwärtsbeuge. Atme ein, komm nach oben zum Stehen und aus, Ausgangsposition. Für die gegrätschte Vorbeuge, gib die Hände zur Hüfte, finde einen breiten Stand, atme tief ein, Oberkörper weit
Und aus, beug dich nach vorne. Fasse mit den Händen zum Boden. Wenn du nicht zum Boden kommst, kein Problem. Lass die Hände in der Luft oder setz die Füße ein bisschen weiter auseinander. Schau einfach, was sich für dich gut anfühlt. Lass den Kopf schwer werden, lass ihn hängen. Und atme hier tief ein und aus. Atme ein, heb den Blick, streck die Arme und bleibe hier. Dann atme ein, Hände zur Hüfte, heb den Oberkörper, Blick nach vorne und aus, bleibe hier. Atme ein, streck die Arme zur Seite und aus, gib die Hände hinter dem Rücken zusammen. Atme ein, heb den Brustkorb, der Blick hebt sich und aus, beug dich nach vorne. Schieb die Hände Richtung Decke. Ein erster Schritt ist, bring den Kopf Richtung Boden. Die Knie dürfen auch leicht gebeugt sein hier. Zweiter Schritt, bring die Hände Richtung Decke. Und erst im dritten Schritt, bring die Hände nach vorne Richtung Boden. Dahin, wo dein Kopf ist, in diese Richtung. Schau, was sich für dich gut anfühlt und nimm hier bewusste, tiefe Atemzüge. Dann atme ein, komm wieder nach oben und aus, löse die Hände. Atme ein, streck die Arme seitlich aus und aus, komm zurück in die Mitte der Matte für die Ausgangsposition. Vinyasa, einatmen, streck dich lang, Schultern lang und aus, eine intensive Dehnung für die Beinrückseite hier in der Vorbeuge. Atme ein, verlage das Gewicht auf die Hände, der Bauch ist ganz aktiv und aus, Vierfüßlerstand, Füße ablegen, runder Rücken. Ein, glückliche Katze, zauber dir ein Lächeln aufs Gesicht und aus, schieb dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Das Gesäß ist weit weggestreckt von den Händen. Atme ein, auf den Zehenspitzen, lauf mit kleinen Schritten nach vorne, aus, Vorwärtsbeuge. Atme ein, komm nach oben und aus, die Ausgangsposition. Die letzte Standhaltung. Für Parshotanasana, die intensive seitliche Dehnung, gib den linken Fuß nach vorne, der rechte Fuß zeigt zur hinteren Mattenkante, versetze die Fersen hüftbreit, sodass deine Hüften genug Platz haben. Atme ein, greif die Ellenbogen hinter deinem Körper und aus, beug dich mit deinem Oberkörper nach vorne über dein rechtes Bein. Spüre hier die Dehnung im linken Oberschenkel, atme tief. Atme lang und tief. Geh nur so weit, wie es sich für dich noch leicht herausfordernd, aber nicht überfordernd anfühlt. Dann atme ein, komm nach oben. Versetz die Füße. Auch hier schau, dass du wieder hüftbreit stehst, dass du wie auf 2 Gleisen stehst. Greif die Ellenbogen hinter deinem Körper und dann atme aus. Beuge den Oberkörper über dein linkes Bein. Das Kinn zieht Richtung Schienbein. Dehnung ist ganz intensiv im rechten Oberschenkel, im unteren Rücken. Atme hier lang und tief. Atme ein, komm nach oben. Stell die Füße parallel. Und aus, komm in die Ausgangsposition. Vinyasa. Atme ein, streck dich lang Richtung Himmel und aus, beug dich zur Erde hin. Die Arme verschränkt. Atme ein, verlage das Gewicht auf die Hände, heb die Fersen, atme aus, komm in den Vierfüßlerstand. Runder Rücken. Atme ein, glückliche Katze, mach ein gesundes Hohlkreuz. Der Beckenboden ist angespannt.
Atme aus, komm in den herabschauenden Hund, die Knie sind leicht gebeugt. Aus dem herabschauenden Hund komm nach vorne mit kleinen Schritten. Stelle die Füße etwas weiter als hüftbreit auf und dann atme aus, setz dich nach hinten ab, über die Hocke, komm zum Sitzen und dann zum Liegen. Stelle die Füße in der Nähe von deinem Gesäß auf, die Arme seitlich von deinem Oberkörper, die Unterarme zeigen wie Palmen in die Luft und nimm hier einen tiefen Atemzug. Mit der nächsten Einatmung heb dein Becken in die Luft, so weit wie du nur kannst. Schieb es Richtung Himmel. Ja, das ist vielleicht anstrengend, denk aber daran, tief zu atmen. Das hilft dir dabei, loszulassen. Atme aus, setz dein Becken ab. Zieh deine Knie zu dir ran. Mach kleine Kreise. Locker deinen Kiefer. Mach Bewegungen, die sich jetzt gut anfühlen. Ganz intuitive Bewegungen. Höre auf deinen Körper. Mach das, was er jetzt gerade braucht. Und dann atme aus, streck die Beine und mach dich bereit für Shavasana, die Endentspannung. Finde eine Haltung, in der du bequem liegen kannst. Für die meisten ist das die Rückenlage. Es kann aber auch sein, dass für dich die Seitlage oder die Bauchlage bequemer ist. Das Wichtigste ist, dass du hier entspannen kannst. Locker nochmal deinen Kiefer und entspanne deinen ganzen Körper von Kopf bis Fuß. Auf eine intensive Yoga-Praxis folgt auch eine ausgiebige Entspannung. Für diese Schlussentspannung lasse alles los, was du nicht mehr brauchst. Alle Anspannung, alle Gedanken. An dieser Stelle verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir eine wunderschöne, erholsame, tiefe Endentspannung. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Deine Rahel.